Guten Tag an alle, ich bin Peter und ihr hört Wow Spoken German. Adele, heute haben wir ein sehr interessantes Thema, oder? Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich bin Adele und ja, Peter, das Thema heute ist wirklich toll. Wir sprechen heute darüber, wie man die deutsche Aussprache alleine üben kann. Viele unserer Zuhörer fragen uns das immer wieder. Genau, und das ist so wichtig. Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Wochen mit Deutsch. Ich saß alleine zu Hause und dachte, wie soll ich das nur lernen? Niemand war da, der mir helfen konnte. Das kenne ich auch. Viele Menschen lernen Deutsch ohne Sprachpartner, ohne Kurs, einfach alleine zu Hause. Und das ist gar kein Problem. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Aussprache zu trainieren. Peter, womit hast du damals angefangen? Ich habe zuerst einfach viel zugehört. Ich habe deutsche Podcasts gehört, deutsche Videos geschaut, deutsche Lieder gehört. Einfach immer wieder zuhören. Das hat mir wirklich geholfen. Das Ohr gewöhnt sich an die Sprache. Das ist ein wunderbarer erster Schritt. Liebe Zuhörer, habt ihr das auch schon versucht? Schreibt es uns in die Kommentare. Zuhören ist wirklich die Basis von allem. Wenn das Ohr die Sprache kennt, wird die eigene Aussprache viel besser. Und dann habe ich angefangen, laut zu lesen. Ich habe Texte genommen, einfache Texte, und sie laut vorgelesen. Immer wieder. Das klingt vielleicht komisch, aber es hilft wirklich sehr. Laut lesen ist fantastisch. Und man braucht keinen Partner dafür. Man kann das einfach alleine machen, zu Hause, im Zimmer, überall. Peter, hast du dich dabei selbst aufgenommen? Ja, das war der nächste Schritt. Ich habe mein Handy genommen und mich selbst aufgenommen, wenn ich Deutsch gesprochen habe, und dann habe ich mir die Aufnahme angehört. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm, weil man sich selbst nicht so gerne hört, aber es ist so nützlich. Oh ja, das ist ein sehr guter Tipp. Wenn man sich selbst aufnimmt, hört man die Fehler viel besser. Man bemerkt, wo die Aussprache nicht so gut ist. Und dann kann man es verbessern. Liebe Zuhörer, probiert das wirklich aus. Und man muss nicht perfekt sein. Fehler sind normal. Fehler sind gut. Ohne Fehler lernt man nicht. Ich habe am Anfang wirklich viele Fehler gemacht. Manche deutschen Laute sind für Lernende sehr schwierig. Das stimmt. Welche Laute sind denn besonders schwierig, Peter? Was denkst du? Also, für viele Menschen ist das R sehr schwierig. Das deutsche R klingt anders als in vielen anderen Sprachen. Und dann das CH, wie in ich oder ach. Das sind zwei verschiedene Laute und das verwirrt viele Lernende am Anfang. Ja, das stimmt. Das CH in ich und das CH in Bach, das sind wirklich zwei verschiedene Laute. Liebe Zuhörer, habt ihr damit auch Schwierigkeiten? Schreibt es uns. Welche Laute findet ihr am schwierigsten? Und das Ü und das Ö, diese Umlaute. Für viele Menschen, die zum Beispiel Englisch als Muttersprache haben, gibt es diese Laute nicht. Die muss man wirklich üben. Aber wie übt man das alleine? Das ist die große Frage. Peter, hast du einen guten Tipp für die Umlaute? Ja, ein Trick, den ich gelernt habe. Für das Ü sage ich zuerst ein langes I und dann mache ich die Lippen rund. So wie ein O, aber mit dem I-Laut. Und dann kommt das Ü ganz von alleine. Man muss es einfach ausprobieren. Oh, das ist ein toller Trick. Ich habe einen ähnlichen Tipp für das Ö. Man sagt zuerst ein E und dann macht man die Lippen rund. Liebe Zuhörer, macht das gerade mit. Sagt E und dann macht die Lippen rund. Hört ihr das Ö? Sehr gut. Und für das R habe ich gelernt, dass es ganz hinten im Rachen entsteht. Man kann es üben, indem man so tut, als ob man gurgelt. Ein bisschen wie Wasser im Mund bewegen, aber ohne Wasser. Haha, ja, das ist lustig, aber es funktioniert wirklich. Am Anfang fühlt es sich sehr seltsam an, aber nach einer Weile wird es ganz natürlich. Übung macht den Meister, wie man auf Deutsch sagt. Und ein weiterer wichtiger Tipp: Zungenbrecher. Das sind Sätze, die man sehr schwer schnell sagen kann. Zum Beispiel: Fischers Fritze fischt frische Fische. Das ist ein klassischer Zungenbrecher. Oh ja, Zungenbrecher sind wunderbar für die Aussprache. Sie trainieren die Zunge und die Lippen sehr gut.
Liebe Zuhörer, versucht mal, Fischers Fritze fischt frische Fische 3-mal schnell hintereinander zu sagen. Auch Deutsche haben manchmal Schwierigkeiten mit Zungenbrechern. Das macht es irgendwie schöner. Adele, gibt es noch andere Zungenbrecher, die du magst? Ja, ich mag sehr gerne diesen. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Dieser Zungenbrecher trainiert das BL und das KR sehr gut. 2 wichtige Lautkombinationen im Deutschen. Das ist gut. Und ein anderer Tipp, den ich sehr hilfreich finde: Schaut deutsche Filme oder Serien mit deutschen Untertiteln. Nicht mit englischen Untertiteln, sondern mit deutschen. So hört man die Wörter und sieht sie gleichzeitig. Das ist so ein guter Rat. Man hört, wie ein Wort klingt und man sieht, wie es geschrieben wird. Und dann kann man das Wort auch selbst nachsprechen. Pause drücken, nachsprechen, weiterschauen. Genau. Diese Methode heißt auf Deutsch Nachsprechen. Man hört einen Satz und spricht ihn sofort nach, fast gleichzeitig. Das klingt am Anfang sehr schwierig, aber man kann langsam anfangen. Das ist eine sehr effektive Methode. Viele Sprachlehrer empfehlen das. Und man kann es alleine zu Hause machen. Einfach ein Video oder einen Podcast starten und nachsprechen. Liebe Zuhörer, habt ihr das schon ausprobiert? Ich denke, viele Zuhörer machen das vielleicht schon, schon mit unserem Podcast. Sie hören uns zu und sprechen manche Wörter nach. Das ist wunderbar. Weiter so, liebe Zuhörer. Ja, das stimmt. Ihr könnt unsere Episoden mehrmals hören. Das erste Mal einfach zuhören und verstehen. Das zweite Mal mitsprechen und die Aussprache üben. Das dritte Mal für die besonders schwierigen Teile. Adele, ich wollte noch etwas über Betonung sprechen. Das ist auch ein wichtiger Teil der Aussprache. Im Deutschen ist die Betonung oft am Anfang des Wortes. Das ist anders als in manchen anderen Sprachen. Oh, das ist ein sehr guter Punkt. Zum Beispiel Arbeit und nicht Arbeit oder Handy und nicht Handy. Die erste Silbe wird oft betont. Das gibt dem Deutschen einen ganz eigenen Rhythmus. Genau. Und wenn man die Betonung falsch macht, klingt es manchmal nicht natürlich. Deswegen ist es wichtig, auf die Betonung zu achten. Wie kann man die Betonung alleine üben, Adele? Eine Methode ist, Wörter mit einer Handbewegung zu üben. Wenn man ein Wort sagt, klopft man mit der Hand bei der betonten Silbe. Das hilft sehr, den Rhythmus zu fühlen. Das ist fast wie Musik. Oh, das ist wirklich kreativ. Und deswegen ist es auch sehr gut, deutsche Lieder zu singen. Auch wenn man nicht gut singen kann. Das spielt keine Rolle. Beim Singen lernt man die Betonung und den Rhythmus ganz automatisch. Das stimmt. Ich habe als Anfängerin zum Beispiel deutsche Kinderlieder gelernt. Die sind einfach, haben klare Betonung und die Wörter sind nicht so schwierig. Liebe Zuhörer, welche deutschen Lieder kennt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und dann gibt es noch Apps. Es gibt viele Apps, die speziell für die Aussprache gemacht sind. Manche zeigen an, ob man einen Laut richtig gesagt hat. Das ist wie ein kleiner Lehrer im Telefon. Ja, Aussprache-Apps sind toll und viele davon sind kostenlos. Man gibt einen Laut oder ein Wort ein und die App sagt, ob die Aussprache gut war oder nicht. Das ist wirklich hilfreich, auch wenn kein Mensch dabei ist. Technologie ist wirklich fantastisch für das Sprachenlernen. Früher musste man in ein Land reisen, um eine Sprache zu lernen. Heute kann man alles online finden. Podcasts, Videos, Apps, alles ist verfügbar. Das stimmt. Und jetzt möchte ich noch einen Tipp geben, der sehr einfach ist, aber sehr effektiv. Sprecht mit euch selbst auf Deutsch. Wenn ihr frühstückt, sagt ihr auf Deutsch, was ihr esst. Wenn ihr einkauft, denkt ihr auf Deutsch. Haha, ja, ich mache das auch noch. Manchmal spreche ich mit mir selbst auf Deutsch und meine Nachbarn denken vielleicht, ich bin ein bisschen seltsam. Aber es funktioniert. Man übt die Aussprache und lernt gleichzeitig neue Wörter. Und niemand hört die Fehler außer einem selbst. Das ist auch ein Vorteil. Man kann so oft üben, wie man möchte, und man muss sich nicht schämen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Viele Menschen haben Angst, Fehler zu machen. Sie sprechen lieber gar nicht, als einen Fehler zu machen. Aber das ist der falsche Ansatz. Man muss sprechen, auch wenn man Fehler macht. Das ist der einzige Weg. Genau. Fehler sind Freunde, keine Feinde. Jeder Fehler zeigt uns, was wir noch lernen müssen. Und wenn man einen Fehler bemerkt und verbessert, wird man besser. Das ist Fortschritt.
Adele, ich möchte noch über einen letzten Tipp sprechen. Vor dem Spiegel üben. Wenn man vor einem Spiegel übt, kann man sehen, wie man die Lippen bewegt. Das klingt vielleicht komisch, aber es hilft wirklich. Oh, das ist ein sehr guter Tipp. Man kann sehen, ob die Lippen richtig rund sind für das Ü oder das Ö. Man kann sehen, ob der Mund weit genug offen ist. Der Spiegel ist wie ein stiller Lehrer. Genau. Sollen wir jetzt kurz zusammenfassen, Adele, für unsere Zuhörer, damit sie alles gut mitnehmen können? Ja, gerne. Also, erstens viel zuhören. Podcasts, Videos, Musik auf Deutsch. Zweitens laut lesen. Drittens sich selbst mit dem Handy aufnehmen und die Aufnahmen anhören. Viertens, Zungenbrecher üben. Fünftens, nachsprechen, hören und sofort wiederholen. Sechstens, deutsche Lieder singen. Siebtens, Apps für Aussprache-Feedback benutzen. Achtens, mit sich selbst auf Deutsch sprechen im Alltag. Neuntens, vor dem Spiegel üben. Und zehntens, das Wichtigste, keine Angst vor Fehlern haben. Einfach sprechen und üben. Perfekt. Das sind 10 wunderbare Tipps und alle kann man alleine zu Hause machen. Liebe Zuhörer, welcher Tipp hat euch am besten gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, wir lesen wirklich alle Kommentare. Eure Fragen und eure Erfahrungen interessieren uns sehr. Wenn ihr einen bestimmten deutschen Laut besonders schwierig findet, schreibt es. Vielleicht machen wir eine Episode genau darüber. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, teilt sie mit Freunden, die auch Deutsch lernen. Je mehr Menschen zusammen lernen, desto schöner ist die Reise. Wir sind sehr froh, dass wir mit Wow Spoken German ein Teil eurer Lernreise sein können. Unsere Zuhörer kommen aus der ganzen Welt und wir alle lernen Deutsch gemeinsam. Das ist wunderschön. Liebe Zuhörer, ihr seid nicht alleine auf eurem Weg. Auch wenn ihr alleine zu Hause übt, gibt es eine ganze Gemeinschaft von Menschen, die dasselbe tun. Wir lernen alle gemeinsam. Deutsch ist nicht leicht, aber es ist möglich. Mit den richtigen Methoden und mit regelmäßigem Üben werdet ihr Fortschritte machen. Wir glauben an euch, liebe Zuhörer. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Episode verpasst. Und hinterlasst eine Bewertung. Das hilft uns sehr und freut uns wirklich. Es war wieder eine Freude, mit euch zusammen zu lernen. Ich bin Adele und ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Tschüss und bis zur nächsten Episode. Und ich bin Peter. Macht weiter so, bleibt neugierig und übt jeden Tag ein bisschen. Auf Wiedersehen bei Wow Spoken German.